herzlich willkommen zu 125 Jahre LKW. Zur Feier dieses Jubiläums will ich euch, liebe Zuschauer, heute mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Nutzfahrzeugs. Ein Vierteljahrhundert LKW, das bedeutet auch 125 Jahre LKW aus dem Hause Mercedes-Benz. Und deshalb bin ich heute hier vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, wo allerlei technische Kostbarkeiten und automobile Meilensteine gehütet werden. Wer hier im Museum durch die Zeit reisen will, der muss ganz oben anfangen. Und wem begegnen wir hier zuallererst? Der schärfsten Konkurrenz des ersten LKW. Das hier ist der älteste im Original erhaltene LKW der Welt von 1898. Gerade mal 2 Jahre jünger als der allererste LKW, natürlich auch aus dem Hause Daimler Motorengesellschaft Bad Cannstatt. Dieser LKW ist dem allerersten noch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ähnlich. Er hat allerdings schon Charakterzüge eines modernen LKWs. So ist beispielsweise der Motor nach vorne gewandert und gelenkt wird das Fahrzeug nicht mehr über Ketten, sondern über ein Lenkgetriebe. Schauen wir uns die Achsaufhängung und den Antriebsstrang an, dann finden wir zeittypisches, beispielsweise den Riementrieb zur Primärübertragung. Allerdings finden wir hier auch direkt am Rad ein Hohlrad, in das ein Ritzel von der Antriebswelle eingreift. Ein Teil der Untersetzung findet also außen an der Achse im Bereich des Rades statt und das nimmt nichts anderes vorweg als die heutige Außenplanetenachse. Die Federung des Fahrzeugs übernehmen hier Schraubenfedern. Die Federung damals übrigens nicht primär, um dem Fahrer Fahrkomfort zu bieten, sondern um Ladung und Motor vor Vibrationen zu schützen. Gebremst wurde dieses Fahrzeug entweder Feststellbremse über das Handrad oder schon über ein Pedal, welches dann die Bremskraft mittels dieses Gestänges nur an die Hinterachse weitergegeben hat, an Klotzbremsen aus Holz, die hier direkt auf den Eisenring des Rades wirkten, beziehungsweise da drin gibt es auch noch einen weiteren Klotz, der auf den Riementrieb wirkt und der ist dann immerhin mit Leder bezogen. Wenn man bedenkt, dass das Fahrzeug beladen so um die 3 Tonnen gewogen hat, schon eine recht anspruchsvolle Sache. Man sieht, der technische Fortschritt fing damals an und hat doch den einen oder anderen Vorteil über die Zeit gebracht. Und während Dirk sich auf den Weg macht zu einem weiteren, auch für ihn ganz besonderen Meilenstein, zeigen wir euch, wie der Fortschritt vor 125 Jahren weiterging. Gottlieb Daimler und Karl Benz bringen jeder für sich im Jahr 1896 ihre ersten Nutzfahrzeuge mit Benzinmotor auf den Markt. Kurz vor dem Wechsel ins 20. Jahrhundert bieten sie damit eine Alternative zu Pferdegespann und Ochsenkarren. Der erste Daimler-LKW geht nach England, der erste Benz-Lieferwagen nach Frankreich. Schnell weichen die eisenbereiften Kutschenräder der Vollgummibereifung und die Nutzlast springt von anfänglich 1,5 auf bis zu 5 Tonnen. Motorleistungen zwischen 6 und 35 PS sorgen für eher beschauliches Fortkommen. Die erste größere Kundengruppe sind Brauereien, aber viele andere Wirtschaftsbereiche folgen bald. In den 1910er Jahren steigern Erfindungen wie der Profilstahlrahmen, Stahlgussräder sowie die verbesserte Motorentechnik mit stehenden Ventilen die Leistungsfähigkeit der Lastkraftwagen. In den Kriegsjahren kommt es dann zu einer ersten Massenfertigung von Lkw. 20.000 Fahrzeuge fluten danach den Markt und bremsen so kurzzeitig die weitere Nachfrage. Die Innovationskraft der 20er Jahre bringt Luftbereifung, Kardanantrieb, Luftdruckbremse und den Dieselantrieb in den Lastwagen. Errungenschaften, die bis heute Bestand haben. 1926 schließen sich die Unternehmen der Gründerväter zur Daimler-Benz AG zusammen und präsentieren noch im selben Jahr ein komplettes Nutzfahrzeugprogramm. Nach der Weltwirtschaftskrise kommt 1932 mit dem Mercedes-Benz LO 2000 endgültig der Durchbruch des Dieselmotors. Ihm folgt 1936 der beeindruckende dreiachsige Langhauber L 10000. Dieser LKW hat neben 10 Tonnen Nutzlast nun auch den Schriftzug Diesel im Stern integriert. Auch in der düsteren Zeit des Zweiten Weltkriegs geht es wieder um Massenfertigung.
Die Typvielfalt wird stark eingeschränkt. Als die Welt dann in Scherben liegt, braucht es dringend Lastwagen für den Wiederaufbau. So läuft bereits 1945 die Produktion leichter Lkw bei Mercedes-Benz wieder an. Mit dem L4500 folgen kurz darauf die schwereren. Die flinken 311er und 312er sorgen in den 50ern für die Verteilung der Güter. Schwere Langhauber wie der L3250 sind für die großen Aufgaben zuständig. Ab Mitte des Jahrzehnts nehmen dann die Frontlenker und Kurzhauber Fahrt auf. Verkehrsminister Seebohm hatte mit reichlich Gesetzesänderungen die Abmessungen für Lkw stark eingeschränkt. Wir sind im Jahr 1959. Deutschland erlebt das Wirtschaftswunder und die Seebohmschen Gesetze sind entschärft. Trotzdem bleiben Regularien hinsichtlich Gewicht und auch Länge. Aber die Kundschaft ist noch nicht vollumfänglich bereit für den Frontlenker. Und deshalb kreieren unsere Ingenieure den Kurzhauber. Was ist das, der Kurzhauber? Ein Fahrzeug, das bei gleicher Ladelänge kürzer baut, einfach dadurch, dass man den Motor zwar unter seiner Haube belässt, ihn aber gleichzeitig ein kleines bisschen ins Fahrerhaus hineinrückt. Seinen Einstand auf dem deutschen Markt feierte der Kurzhauber mit dem leichten Baumuster 322, später 1113, aufgrund der Gewichtsbeschränkungen. Im Export waren aber auch damals schon schwere Kaliber gefragt. Und das war der Vorteil für uns. Als dann nämlich die Gesetze sich liberalisierten, konnte man diese Fahrzeuge dann auch im einheimischen Markt verkaufen. Und bis zum Ende seiner Karriere war der Kurzhauber in allen Gewichtsklassen vertreten. Vom 710er Verteiler bis zum ganz schweren Dreiachser. Konzipiert eigentlich als Zwischenlösung zwischen dem Haubenfahrzeug und dem Frontlenker blieben die Kurzhauber doch deutlich länger in Produktion als ursprünglich gedacht. Insbesondere deshalb, weil sie sich gegen Ende ihres Lebens nochmal zu einem absoluten Exportschlager entwickeln und in aller Herren Länder immer weiter nachgefragt werden. Und so kommt es, dass das letzte Haubenfahrzeug aus Wörth 1996 am Bandende neben einem der ersten Actros steht. Die Produktion der Kurzhauber endet in Wörth nach 609.590 gebauten Einheiten. Dass am Frontlenker früher oder später kein Weg dran vorbeiführt, das zeigt sehr schön das Fahrzeug hinter mir. Der Lastwagen Pullman, wie er bei Mercedes heißt, hat einfach Vorteile hinsichtlich Übersichtlichkeit und Wendigkeit. Insbesondere wie in diesem Beispiel im schweren Verteilerverkehr. Wie das Ganze von innen aussieht und wie sich das fährt, das zeige ich euch gerne gleich. So Freunde, das ist meine kleine grüne Zeitmaschine, mit der ich euch gleich mitnehmen werde nach Wörth. Ein ganz besonderes Auto, wenn es um Wörth geht, denn mit genau diesem leichten Frontlenker hat am 14. Juli 1965 die Produktion im neuen LKW-Werk in Wörth begonnen. Das war das erste Auto aus Wörth, ein LP 314, Baumuster 314, 608, leichter LKW, ganz einfach zu bedienen. Sehr schön für die damalige Zeit, weil man muss wissen, unter 7,5 Tonnen durften die Fahrer damals mit einem Pkw-Führerschein diese Fahrzeuge bewegen. Das war natürlich für den Verkauf sehr gut und für die Fahrer musste man ein Fahrzeug bieten, was auch Pkw-ähnlich zu bedienen war. Der hat deshalb ein Synchrongetriebe, der hat deshalb einen Direkteinspritzermotor, das heißt, kein Vorglühen mehr notwendig, kein Salzstreuer im Armaturenbrett und er ist unglaublich übersichtlich. Man schaue sich hier diese großen Fensterflächen rings um das Fahrerhaus an, das aufgrund seiner Form übrigens gerne mal die Toastscheibe genannt wurde. Diese großen Fensterflächen ermöglichen dem Fahrer eine wunderbare Rundumsicht. Das, was wir heute mit Sicherheits- und Assistenzsystemen, mit Kameras und Radarsensoren unterstützen, das war damals nicht möglich. Deshalb große Scheiben. Durch diese Scheiben schaue ich jetzt raus auf der Straße nach Wörth. Und bis ich dort bin, schaut ihr euch mal an,
was in den 60ern, 70ern, 80ern und 90er Jahren so im Lkw-Bau passiert ist. Auf den Straßen der Welt fahren mehr als 26 Millionen Lastkraftwagen. Ihre Bedeutung im Wirtschaftsleben kann man nicht hoch genug einschätzen. Nur mit Hilfe des Gütertransports auf der Straße sind die ungewöhnlichen Leistungen des internationalen Güterverkehrs möglich. Mit der immer engeren Verpflichtung der Weltwirtschaft wächst ständig das Verkehrsaufkommen. Jedes Jahr werden mehr LKWs gebraucht. Jedes Jahr steigt auch die Zahl der neu zugelassenen Mercedes-Benz Lastkraftwagen. Das Programm der Mercedes-Benz LKWs ist umfassend. Es enthält zurzeit 10 Grundtypen und ca. 110 Varianten. Der 60er-Jahre-Enthusiasmus ist hier berechtigt, denn der scheinbare Kompromiss in Form des Kurzhaubers wird in allen Gewichtsklassen zu einem wahren Welterfolg. Die parallel stattfindende Entwicklung der Frontlenker legt den Grundstein für die bei uns bis heute übliche Bauform des Lastwagens. Und so schafft auch unsere kleine grüne Zeitmaschine, der LP 608, eine Bauzeit von 1965 bis 1984. Sein großer Bruder LP 1620 besticht schon 1963 mit einem sehr niedrigen Motortunnel und enorm viel Platz in der Kabine. Dazu macht die Zweileiterbremse den LKW bergab deutlich sicherer. Doch schon 10 Jahre später hat Mercedes-Benz mit der neuen Generation einen weiteren Meilenstein am Start. Sie ist erstmals als Baukastensystem erdacht und von Anfang an mit kippbarer Kabine konstruiert. Mit Spitzenleistungen von bis zu 320 PS im legendären 10-Zylinder steigert der NG die Transportgeschwindigkeit. Dank Errungenschaften wie der Außenplanetenachse erfreut er seine Kunden mit Kraft und Zuverlässigkeit. Die mittelschwere Variante kommt als Baustellenfahrzeug oder für leichte Sattelzüge ebenfalls sehr gut an. Ab 1984 rundet Mercedes das Erfolgsduo mit der leichten Klasse nach unten ab. Sie wird intern LN2 genannt und erreicht später als 15-Tonner Gesamtgewichte wie die mittelschweren. Mit Turbo- und Ladeluftkühler feiert die Abgasnorm Euro 2 Einzug bei den leichten. Insgesamt setzen sich die Turbomotoren mehr und mehr durch und verleihen der schweren Klasse SK ab 1988 Serienleistungen von bis zu 530 PS. Die EPS-Halbautomatik ist wegweisend im Getriebebau. 1990 übernimmt die mittelschwere Klasse viele Errungenschaften des großen Bruders und kommt mit Kunststoff-Kotflügeln gerne auch als Niederrahmenfahrzeug daher. Zum Abschied vom SK spendieren ihm seine Erbauer noch einen breitrippigen Kühlergrill und das Hochhaus namens Top Sleeper. So, da sind wir wieder. Unterwegs ist mir noch eine schöne Anekdote zu unserem Dieseloper hier eingefallen. Nämlich war es tatsächlich so, als sie 1965 das erste Auto vom Band gefahren haben, da war der Fahrer so nervös, dass er gleich an der Würstelbude, die da aufgebaut war, entlang geschrammt ist. Blinkerglas war kaputt, aber Scherben bringen Glück. Und ich denke, die Scherben haben sowohl der leichten Klasse aus Wörth als auch dem Werk selber Glück gebracht, wie man heute sieht. Und jetzt gehen wir hier rein ins Brancheninformationscenter von Mercedes-Benz in Wörth. Und da erzähle ich euch eine Geschichte zu einem Auto, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. So Leute, das ist das absolute Schmuckstück unserer Oldtimer-Sammlung hier im Werk Wörth. Unser LP 333. Einer von 7 Fahrzeugen, die weltweit noch existieren. Unserer ist sogar der einzige mit Kofferaufbau. Was mich mit diesem Auto verbindet, übrigens, bei uns Lkw-Menschen, ist das ein Auto und dann gibt es noch PKWs. Was mich mit dem verbindet, ich habe ihn gefunden.
2005 habe ich meinen ersten LKW gekauft und dort hinter der Halle stand total zugewachsen ein LKW-Chassis. Und ich habe es eigentlich gar nicht so wirklich gesehen, ich habe es nur so aus dem Augenwinkel erkannt. Das hat 2 Vorderachsen. Und da bin ich natürlich aufmerksam geworden. Und das ist dieses Fahrzeug, was wir dann dort geborgen haben. Der war komplett zerlegt, die Teile waren überall verstreut, in der Halle irgendwo das Fahrerhaus. Der Motor, der lag auf der Pritsche von einem Krupp Widder. Die ganzen Innenausbauteile, die Zierleisten, alles war weg. Und natürlich, der Zahn der Zeit hatte an jedem einzelnen Teil genagt. Und dann sind wir tätig geworden. Und für so eine Mammutaufgabe haben wir hier im Werk Wörth zum Glück noch Fachleute. Einer davon ist der Bernard. Bernard, grüß dich und ja, erzähl doch mal, was war so das Hauptproblem beim Aufbau von diesem Fahrzeug? Also die Restaurierung von diesem Auto war sehr aufwendig, weil, wie du gesagt hast, das Auto haben wir gekriegt, komplett zerlegt und fast alle Teile in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Gott sei Dank, ihr habt einiges nachfertigen können hier. Ich glaube, die hier sind nachgefertigt, oder? Durch großen Aufwand nachgefertigt, komplett manuell. Übrigens, so einen Stern braucht man noch, oder? Ja, so Stern Der ist noch ein bisschen zu klein. Ja. Und das Auto hält ja jetzt auch schon über 20.000 Kilometer. Ne? Du bist ja die historische Deutschlandfahrt für Oldtimer-LKWs gefahren. Ja, mehrfach schon. Die fahren regelmäßig mit, jede 2 Jahre. Super, super. Das finde ich toll, dass auch die Leute, die daran gearbeitet haben, das dann auch genießen können. Wunderbar. Mensch, das sieht so schön aus hier drin. Dieses hochglanzlackierte Armaturenbrett, die lederbezogenen Sitze und auch die Motorkiste hier ist lederbezogen. Das ist ja wirklich eine Kiste, ja? Kein Tunnelchen, wie man es heutzutage hat oder wie man es vielleicht von den anderen Fahrzeugen bisher schon gesehen hat. Das ist wirklich eine Kiste. Ja, das waren halt die frühen Frontlenker. Und Federspeicher hat er aber noch nicht, oder? Für die Feststellbremse. Deswegen hat er die Ratschenbremse. Ah ja, und da geht dann auch gleich Licht hier an, ja, Bremse ist angezogen. Angezogen und beim Aufmachen, klack, toll. Komm, wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen hier sitzen, genießen das Flair, das ist einfach schön. Mir geht da immer das Herz auf, wenn ich diese Fahrzeuge hier sehe, so schön wie sie sind, so restauriert mit viel Liebe und Hingabe. Aber ich denke, auch vor der Restaurierung haben alte LKWs schon einen ganz speziellen Charme. Und deshalb will ich euch jetzt mitnehmen in eine geheime Halle, sozusagen dorthin, wo Bernard seinen Arbeitsvorrat hat. Also Leute, jedes Mal, wenn ich durch diese Tür hier komme, ich bin jedes Mal aufs Neue überwältigt. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Und deshalb fangen wir einfach vorne an. Vorne ist in dem Fall, was haben wir hier? Guck mal, 1912. Ein Benziner, ja, hier mit Zündkerzen. Wunderschöner Motor. Ist alles noch zu restaurieren, natürlich, klar. Guckt euch die Reifen an. Das sind Elastikreifen, Hartgummibereifung auf Stahlrädern. Seid froh, dass ihr sowas niemals im Regen fahren musstet. Aber natürlich tolles Fahrzeug, hinten auch zwillingsbereift. Leiterrahmen. Der Rahmen sieht eigentlich schon aus wie heute, aber da waren wir noch über 100 Jahre weg. Gehen wir weiter. Hier, sowas, das liebe ich ja. Die Autos, wie sie aus dem Leben gekommen sind. Ja, in dem Fall, das ist ein Sprengwagen. Ja, das Allheilmittel gegen Feinstaub
in den 50er Jahren von Stadt Göttingen, Stadtreinigungsamt steht hier drauf. Übrigens, für solche Sonderfahrzeuge, das sind die Kabinen, das ist ja in dem Fall auch eine Mannschaftskabine, die ist dann meistens von einem Aufbauhersteller gebaut worden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier Doll, Wackenhut oder eine andere ist. Vielleicht weiß es ja einer der Zuschauer. Wie gesagt, die frühen Frontlenker sind meist von Aufbauherstellern gebaut worden. Einfach tolle Patina auf dem Auto. Der ist schon restauriert, ja. Das sehen wir hier. Benz Gaggenau, das erste LKW-Werk der Welt im Murgtal in Gaggenau. Erst später wurde ja dann die Produktion der schweren Fahrzeuge hier nach Wörth verlegt. Die leichten, die kamen anfangs noch aus Mannheim. Ja, auch die Fahrzeuge, die in privater Hand gefahren sind, ja, die geben oft mit so Details irgendwie Aufschluss über die Geschichte. Ja, der Fahrer hier, der war offensichtlich gern in Österreich. Der war auch 1984 beim Lichttest, das ist ganz wichtig. Und er hieß Dieter Rumpf, ne? War aber wahrscheinlich zweiter Hand, weil die Türbeschriftung ist schon mal übermalt. Das ist übrigens ein kleiner Kurzhauber, also die kurze Haube. Und nicht ganz einer von den ersten, der trägt nämlich schon die neue Verkaufsbezeichnung, 911 hier, also 9 Tonnen, 110 PS, muss noch der Vorkammermotor gewesen sein. Der hat auf jeden Fall noch den Vorkammermotor, weil das ist nämlich Baumuster 323. Der ist also älter, ansonsten sind sie gleich, beide die niedrige Scheibe, beide zwei Scheibenwischer und beide haben sie auch hier an der üblichen Stelle ein bisschen Edelpatina. Dazwischen, ja, Mercedes hat auch mal Traktoren gebaut und zwar gar keine schlechten. Die haben sich nämlich damals echt dadurch ausgezeichnet, dass die Vorderräder sehr gut einschlagen konnten. Das war für die Bauern Gold wert, weil die am Reihenende nämlich dann immer ganz leicht wenden konnten. Was da angetrieben hat, das ist ein Verdampfermotor, also der wird nicht durch Wasser im Umlauf gekühlt, sondern da ist einfach Wasser oben drüber. Das verdunstet dann. Man sieht auch hier schon, auf wie viele Sprachen das hier alles steht, Brennstoff und Wasser. Das heißt, das war wahrscheinlich auch ein Exportschlager, dieses Fahrzeug. Ich weiß auch, am Anfang hat Mercedes die Motoren mit der Firma Komnik in Kooperation gebaut. Die waren damals in Ostpreußen und das waren dann die Komnik-Benz-Traktoren. Ja, hier ein 312er, ja, L312 mit dem 110 PS Vorkammermotor. Was steht hier? Zum Düsenwechsel zuerst Einspritzleitungen abbauen. Gut, okay, das macht Sinn. Steht bestimmt auch so in der Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitungen, die haben damals unheimlich viel technisches Know-how hergegeben. Ich erinnere mich noch, als ich meinen ersten Lastwagen gekauft habe, der Verkäufer, das war so ein alter Hase in der Oldtimer-Szene, der hat gesagt, lies dir die Bedienungsanleitung durch, dann weißt du schon mal viel über dein Fahrzeug. Habe ich gemacht, hat er recht. Das hier ist ungefähr der gleiche. Was ich aber da schön finde, ja, hier haben wir auch mal ein Fahrzeug aufgehoben mit einem zeitgenössischen Aufbau. Ja, also hier mit diesem Mineralölaufbau. Und ja, was ich sehr schön finde, nicht rauchen, ne? Keine Pfeife rauchen, keine Zigarette rauchen und die Zigarre sowieso nicht. Ganz wichtig. Ja, hier wieder ein Benz aus Gaggenau. Ganz interessantes Fahrzeug von kurz nach der Jahrhundertwende. Und ja, dass das auch noch ein benzinbetriebenes Fahrzeug ist, das sehen wir schon ganz einfach daran. Hier kann man noch die Zündung verstellen. Früh, spät, auf, Gas auf. Aha, hier gab es also offensichtlich noch Handgas. Aha, aha. Ich muss gestehen, da bin ich fast ein bisschen überfragt. Aber schön ist es auf jeden Fall. Wunderbar. Geh mal raus, geh mal zum nächsten. Wir haben noch so viel. Was das hier ist, das weiß jeder. Trotzdem immer wieder schön anzusehen und natürlich irgendwie das Teil, was sagt, das ist ein ganz altes Fahrzeug. Genauso wie die Holzfelgen hier. Ja, schaut euch diese Holzfelgen an. Man fing damals schon an, auf Luftreifen zu fahren. Das war aber wirklich noch nicht Stand der Technik für alle Fahrzeuge, aber trotzdem die Kombination Holzfelgen, Gummireifen. Hier haben wir noch einen Gummibereiften. Ich glaube aber nicht, dass der mit Gummireifen auf die Welt gekommen ist. Der ist aber insgesamt wunderschön restauriert.
auch ein Benz aus Gaggenau. Mal schauen, vielleicht können wir hier mal einen Blick unter die Haube wagen. Oh ja, schaut mal hier. Ein kleines, süßes Benzinmotörchen, poliertes Kupfer und ein schöner, breiter Riemen, der damals sicherlich noch aus Leder war. Wirklich ganz toll, aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Ganz anderes Kaliber steht hier. Ein ganz, ganz früher Dreiachser. Jetzt werdet ihr sagen, wieso ganz früh? Der hat doch schon die hohe Scheibe. Ja, ja, der hat irgendwann mal ein neues Fahrerhaus gekriegt. Aber das ist tatsächlich einer der ersten Dreiachser aus Wörth. Und das Interessante bei den Fahrzeugen war, da ging vom Verteilergetriebe, also die haben keine Durchtriebsachse gehabt, sondern jede Hinterachse hat vom Verteilergetriebe ihre eigene Gelenkwelle gehabt. Deshalb sehr interessant und naja, ich hoffe mal, der Bernard hat noch ein paar Jahre bis zur Rente, da hat er nämlich noch was zu tun. Den da finde ich wunderschön, eigentlich der Kurzhauber hier in der Sammlung mit der schönsten Patina, der ist eigentlich tipptopp. Ich weiß auch, das Auto fährt, ich bin ihn selber schon gefahren. Stellt sich die Frage, so lassen? Soll man so ein Auto mal so lassen? Könnte man machen. Schauen wir mal rein, wie sieht da drin aus? Ja, ich habe euch ja im Museum an dem Peak Fine gesagt, ne? Der Motor guckt hier ein bisschen in die Kabine rein, das sehen wir hier. Das ist Kurzhauber und das hier, sind die 50er und 60er Jahre Blinkerring. Wie in den PKWs, wie damals und kombiniert mit Hupe. Also drücken war Hupen, drehen ist Blinken. Und eigentlich, ich fühle mich hier sofort wohl in dem Auto. Ach, ich würde am liebsten losfahren. Aber ich muss mich ja noch weiterführen. So, mittelschwerer LP haben wir im Museum ja auch schon als Tankwagen gesehen. Das hier ist aber wiederum ein ganz besonderer, abgesehen davon, dass auch der wunderbar restauriert ist. Das Besondere an dem Auto ist nämlich, dass das der erste dieser Art mit Luftfederung ist. Ja, wir sehen hier, das war ein Prototyp. Da ist also die Hinterachse schon umgebaut worden. Ja, und wenn man jetzt hier die Lenker und die Luftfedern sieht und denkt zurück an den ersten LKW mit den Schraubenfedern, ja, das ist das Prinzip. Hier die Lenker, hier die Luftbälge. Der Kleine hier, der wäre mir eigentlich erst gar nicht aufgefallen, aber die Türbeschriftung ist so ganz anders, als man es kennt und auch die Pritsche ist irgendwie anders. Und dann hat mich der Bernard tatsächlich mal aufgeklärt, was es mit dem Fahrzeug auf sich hat. Und dafür haben wir hier innen an der A-Säule auf das Schildchen geschaut und da lesen wir Anamco. Die Anamco, das war eine Gesellschaft, die hat in Deutschland vormontierte LKWs in Afrika dann zusammengebaut und dort blieb der dann über Jahre bei seinem Besitzer eingemauert stehen und ist deshalb hier absolut original erhalten. Also das ist tatsächlich noch der erste Lack, der hier so schön glänzt. Deshalb wäre auch die Türbeschriftung hier mal drauf. Insofern auch was ganz Besonderes. Den da mag der eine oder andere von euch schon kennen. Das ist unser 1620er. Mit dem sind wir schon viel unterwegs gewesen. Und ich zeige euch jetzt hier heute als den großen Bruder von unserem 608er, mit dem ich ja die ganze Zeit unterwegs war. Und auch hier sehen wir, wir haben ein ganz famoses Fahrerhauskonzept. Wir haben einen ganz niedrigen Motortunnel, ja, gerade mal 17 cm. Und wir haben ein wunderschönes Fahrerhaus mit einer tollen Rundumsicht. Das lädt mich so ein. Übrigens, auch die Einstiege, ja, die sind schon tausendmal besser als noch bei den ersten. Beim 333 hat man gerade einen so einen schmalen Tritt. Ja, und hier kommt man schon ganz bequem ins Fahrerhaus rauf und hat alles bestens im Blick. Also das ist schon richtiges Fernverkehrsfeeling, hier auch mit dem großen Bett. Aber damit sind die Jungs ja damals auch tatsächlich in Nahen und Fernen Osten gefahren. Also ein Freund von mir, der hat mir Bilder gezeigt, wie er mit solchen Autos wirklich nach Afghanistan unterwegs war. Erstaunlich, was die Leute sich damals getraut haben. Und was ihn ein bisschen unterscheidet noch von den ganz modernen Frontlenkern, die ja dann
mit der neuen Generation 1973 kam, der hat noch keine Kippkabine. Da gab es so eine Übergangsgeschichte, da hatten die kubischen Fahrerhäuser mit den V-Motoren, damals kam der legendäre OM 403, der 10-Zylinder, der hatte dann schon die Kippkabine. Bei dem hier war es noch so, und deshalb hat man den gerne auch mal Adventskalender genannt, da waren alle Wartungspunkte per Klappe zugänglich. Ich mache jetzt hier mal die da auf, da kann man schön hier nach dem Öl gucken. Auf der anderen Seite gäbe es noch eine. Die mittlere kann man komplett nach vorne aushängen. Und das Witzige hier am Einstieg, der klappt nach oben weg. Übrigens bei den ersten klappte der noch nach vorne, später klappte er nach oben. Und was sehen wir hier? Aha, hier können wir Luftfilterwartung vornehmen. Hier sehen wir dann auch unsere Dieselfilter. Das ging schon alles ganz gut, aber wie gesagt, die Kippkabine war dann sicherlich nochmal ein weiterer Fortschritt. Also die Haube mit dieser Kühlermaske, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, weil jeder sieht, das ist hier der legendäre 6.6er L6600 im Feuerwehrgewand, aber ich glaube auch im Feuerwehrgewand lässt er sicherlich einige eurer Herzen höher schlagen. Schönes Auto. Nochmal Kurzhauber, nochmal Feuerwehr, aber eine ganz besondere. Die ist uns nämlich vom Vatikan geschenkt worden und das bedeutet, wenn es beim Papst mal gebrannt hätte, dann wäre die ausgerückt. Dieses Fahrerhauskonzept, was wir hier sehen, hat seinen Ursprung in der neuen Generation 73. Hier einer der letzten Vertreter mit diesem Fahrerhaus aus, ich schätze mal 1995, damals dann schon die schwere Klasse. Und dass es wirklich einer der letzten ist, erkennt man an dem Grill hier mit den breiten Rippen. Die Familie hinter mir, die kennt ihr sicherlich. Das ist die Actros-Familie der ersten 3 Generationen. Hat begonnen mit dem großen Paukenschlag 1996, als Mercedes-Benz einfach einen komplett neu entwickelten LKW auf den Markt gebracht hat, unser Actros 1. Damals das erste Fahrzeug mit Scheibenbremsen ringsum, damals das erste Fahrzeug mit einer Großraumkabine, einer echten, aus Blech gebauten Großraumkabine, hieß damals Megaspace. Das hier ist die kleinere Variante, aber der Megaspace lebte natürlich weiter in den weiteren Generationen und hier den MP2, wie er intern heißt, der ist hier in der Variante Megaspace ausgestellt. Ein ganz fantastisches Fahrzeug. Wir sehen, es gab da natürlich Retuschen, was das Gesicht angeht, was die Scheinwerfer angeht. Und wenn wir uns hier zwischen den Scheinwerfern bewegen, dann fällt auf, der hat auch hier bereits einen Radarsensor. Das heißt, das war das erste Fahrzeug mit Notbremsassistent und mit Abstandsregeltempomat. Abgasseitig bewegen wir uns hier schon in Euro 4, Euro 5 und mit dem Actros 3 dann auch noch mit dem V8-Motor in Euro 5. Ein sehr schönes Fahrzeug, das sich bis heute bei der Kundschaft großer Beliebtheit erfreut. Ich selber habe das Fahrzeug kürzlich mal fahren dürfen. Es ist immer wieder schön, diesen großen Motor mit über 600 PS hier unter sich grollen zu hören. So, liebe Freunde, das, was ihr hier seht, das ist kein MP4. MP steht nämlich für Modellpflege. Und das, was wir 2011 mit diesem Fahrzeug auf den Markt gebracht haben, das war keine Modellpflege. Das ist die neue Generation Actros, mit der wir 2011 in die Euro 6 Zeit gestartet sind. Mit allem, was dazugehört, ein komplett neues Auto nochmal gebaut, mit den großen Reihenmotoren, mit Abstandsregeltempomat, Notbremsassistent, jede Menge Assistenzsysteme und PPC, also unserem topografiebasierten Tempomaten. Auf dem Fahrzeug steht Job Number 1. Was bedeutet das? Das war wirklich der erste, der vom Band gefahren ist bzw. gefahren wurde, und zwar von keinem Geringeren als Herrn Zetsche persönlich. Ja, das Fahrzeug, eigentlich die Basis
für alles, was danach kam. Natürlich hat sich auch nach 2011 die Actros-Welt noch weiterentwickelt und unser Actros L, der basiert in seinen Grundzügen auf diesem Fahrzeug. Wie der Actros L aussieht, das schauen wir uns jetzt am besten gleich mal von innen an. Bis Dirk das aktuelle Actros-Flaggschiff entert, schauen wir noch einmal kurz zurück auf die letzten 25 Jahre. Denn neben dem Fernverkehrsjubilar kamen noch weitere, bis heute gut etablierte Transportspezialisten auf die Straße. Genau 100 Jahre nach der Erfindung des Lkw setzt Mercedes-Benz mit dem Actros einen weiteren Meilenstein. Actros Megaspace bedeutet ebene Kabinenboden, 1,92 Meter Stehhöhe und die Standklimaanlage hält Einzug in den Lkw. Die Motoren der Baureihe 500 sind ein Quantensprung für Euro 3 und stemmen von Anfang an bis zu 571 PS auf die Kurbelwelle. Bei so viel Kraft kommt es gerade recht, dass der Actros der erste Lkw mit Scheibenbremsen ringsum ist. Und die zunehmende Automatisierung der Getriebe entlasten die Fahrerschaft mehr und mehr. Airbag und Gurtstraffer gehören genauso zur Sicherheitsoffensive bei Mercedes-Benz wie später noch ESP, Spurhalteassistent und Abstandsregeltempomat. Nur ein Jahr nach dem Actros-Paukenschlag kommen auch die schweren Baufahrzeuge im neuen Gewand daher. Und bevor das Jahrtausend sich dem Ende neigt, präsentiert Mercedes-Benz mit dem Iconic ein Low-Entry-Fahrzeug für kommunale Aufgaben, das bis heute wegweisend ist. Fast zeitgleich löst der Artego die leichte Klasse ab und ersetzt in der Ausführung schwer auch die mittlere Klasse. Zumindest bis der Mix aus großem Fahrwerk und kompakter Kabine ab 2001 auf den Namen Axor hört und sich für den schweren Verteilerverkehr sowie die Baustelle empfiehlt. Doch der Fokus richtet sich 2003 auf die erste Modellpflege des MP2 des Actros. Für die Innenausstattung stand die S-Klasse Pate. Ein lackierter Grill und auf Wunsch Xenonlampen unterstreichen den Anspruch des Sterns. Die Black Edition leistet mit 612 PS exakt so viel wie der Supersportler SLR und das mit SCR-Katalysatortechnik in Euro 4 und 5. Das schicke neue Interieur mit dem Global Cockpit zieht indes auch in den Artego ein. 2008 kommt mit dem Zetros nach langer Zeit wieder ein Haubenfahrzeug mit Stern. Der robuste Offroader ist fortan ein Fall für Spezialanwendungen. Aber das Feuerwerk dieses Jahrzehnts ist noch nicht vorbei. Der Actros MP3 erscheint mit noch weiter verfeinertem Interieur wie Exterieur. Technisch besticht der Actros nun mit Licht- und Regensensor sowie verfeinertem PowerShift-Getriebe. Mit der zweiten Entwicklungsstufe des Active Brake Assist ist er auch bei der Sicherheit wieder Benchmark. Schon 2011 erhöht der Branchenführer wieder die Schlagzahl. Auftritt New Actros. Die komplette Neuentwicklung mit Stern läutet ein neues Zeitalter im Fernverkehr ein. Das Gigaspace-Fahrhaus ist ein echter Superlativ mit 2,13 Meter Stehhöhe und bisher unerreichtem Platzangebot. Erst recht als Solostar mit gemütlicher Sitzecke für den Fahrerfeierabend. Predictive Powertrain Control heißt der erste GPS-basierte Tempomat, der die Topografie in seine Regelung einbezieht. Er feiert im neuen Actros seine Weltpremiere. Genau wie später der erste aktive Abbiegeassistent, die Fußgängererkennung des Notbremsassistenten und das MirrorCam genannte System, welches den Actros zum ersten spiegellosen Lastwagen macht. All das geht einher mit einem neuen Level an Konnektivität und Digitalisierung. Arocs und Artego, die Mercedes-Spezialisten für den Bau, den Verteilerverkehr und auch der Iconic profitieren natürlich von den Errungenschaften des neuen Actros. 25 Jahre Jubiläum feiert der Actros in diesem Jahr und ist wie alle seine Vorgänger ein absolutes Erfolgsmodell. So, jetzt sind wir hier im Actros L, im schönsten und besten LKW unseres aktuellen Typenprogramms angekommen. Das ist der LKW, den man heute im Fernverkehr braucht
und der LKW, in dem man sich auch am Feierabend dann gemütlich machen kann. Hier haben wir in dieser Solo-Star-Konfiguration, wie das hier heißt, hier haben wir unser Tischchen, da können wir lecker was essen zum Feierabend, noch einen Kaffee trinken. Und fürs Entertainment hier vorne, naja, der Klassiker auf Achse, Fernfahrerromantik von früher. Ja, was hat sich getan seit damals? Das, was wir als Hersteller hier gut machen können, das ist natürlich, dem Fahrer ein Fahrzeug zu bieten, das nicht nur hocheffizient ist, das interessiert den Chef, das muss aber auch bequem sein, das muss auch sicher sein, das interessiert beide. Und all das zusammen, das findet sich heute hier im Actros L wieder. Hier haben wir ein Fahrzeug voll mit Assistenz- und Sicherheitssystemen. Wir haben hier einen Active Brake Assist 5, nennt sich das heute. Das heißt, wir haben eine ganz schlaue Fusion aus einer Kamera, die hier vorne sitzt, und einem Radarsensor, der unten vor der Stoßstange sitzt. Die schauen nach vorne, die sehen, wo sind die Fahrzeuge vor uns, wie groß ist die Differenzgeschwindigkeit, ist es notwendig, eine Notbremsung einzuleiten oder nicht. Wir sind die, die am meisten Sorge tragen müssen für alle Schwächeren. Ja? Und das sind die Fußgänger, die da mal versonnen bei uns vors Auto laufen. Das sind die Fahrradfahrer, die sich ihrer Gefahr vielleicht gar nicht bewusst sind, wenn sie sich neben 40 Tonner an die Ampel stellen. Deshalb haben wir auch da Radarüberwachung mit unserem Active Sideguard Assist. Das sind die Fortschritte, die wir hier alle genießen können. Für den Fahrer natürlich, ja klar, ein Fahrersitz, der hat eine Massagefunktion, der hat eine Sitzheizung, der hat eine Sitzbelüftung. Ich sage immer, wenn mein Schreibtischsessel im Büro, wenn der all die Vorzüge eines LKW-Fahrersitzes hätte, das wäre eine feine Sache. Heute muss man dem Fahrer was Gutes bieten, sonst geht der Fahrer woanders hin, wo er das bessere Auto bekommt. Und wenn das ein guter Fahrer ist, dann ist man da sehr traurig als Transportunternehmer. Also, dann wollen wir mal. So, alles in Ordnung, Sattelkupplung verriegelt. Dann mal los. Ja, da sehen wir schon, das, was früher ein Kraftakt war, hier so lenken, voll ausgeladen bei kleinen Geschwindigkeiten. Ich mache es jetzt mal mit dem Fingerchen. Das ist heute kein Problem mehr, weil der Actros L hat eine elektrische Lenkunterstützung. Die brauchen wir für unsere Assistenzsysteme. Aber wenn wir sie schon haben, dann tun wir doch dem Fahrer was Gutes und nehmen ihm ein bisschen das Oberarmtraining ab. So, die Mirrorcam hier zeigt mir immer das Ende meines Aufliegers, auch in Kurvenfahrt. Und beim Rangieren habe ich hier eine extra Weitwinkelansicht. Na, ihr kennt alle diese Situation, LKW-Fahrer rückwärts am Rangieren, Zug stark geknickt, der liegt irgendwie so auf dem Lenkrad, dass er noch das letzte bisschen in seinem Glasspiegel sehen kann. Brauchen wir heute nicht mehr, weil das Mirrorcam-Bild versorgt mich immer mit allen wichtigen Informationen. Ja, jetzt sind wir auf der Autobahn. Ich lasse den Kollege Actros mal arbeiten. Ich drücke mal hier Resume. Was passiert? Der Tempomat wird automatisch auf 80 gesetzt. Warum? Das Fahrzeug weiß aufgrund seiner GPS-Position, dass wir uns gerade auf einer autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße befinden. Und hier ist das Speedlimit für LKW 80. Ja, und dann fahren wir einfach mal. Was wäre, wenn ich hier teilautomatisiert unterwegs bin und Opfer eines medizinischen Notfalles werde? Beispielsweise, ich hätte hier jetzt einen Herzinfarkt. Was würde der Actros mit mir machen? Über eine Warnkaskade würde er mich erstmal versuchen aufzuwecken. Er würde dann den nachfolgenden Verkehr durch die Warnblinkanlage warnen und erst dann eine behutsame Bremsung einleiten bis zum Stillstand. Und die Türen entriegeln. Weil derjenige, der mir dann zu Hilfe kommen müsste,
der muss ja Zugang zu mir haben und deshalb sind dann auch die Türen offen. Ja, jetzt sind wir auf der Landstraße. Man sieht schon hier, Verkehrszeichenerkennung sagt ja 60. Ich drücke Resume, Setzgeschwindigkeit ist 60, der Actros weiß, wir sind hier auf der Landstraße. Und wir rollen unter 60. Warum? Da vorne kommt ein Kreisverkehr, das sieht der nämlich jetzt schon. In 295 Metern kommt ein Kreisverkehr. Und was sagt er mir gleich? Ich kann den mit 16 Kilometer pro Stunde durchfahren. Kamerad Actros weiß aufgrund des Kurvenradiuses dieses Kreisverkehrs, dass ich den mit 60 Kilometern pro Stunde wunderbar durchfahren kann. Und er weiß auch, dass ich ihn jetzt hier wieder verlasse und dass hier wieder Landstraße ist, wo ich 60 fahren darf. Und deshalb tut er das auch. Wie Fernfahrerglück im Jahr 2021 aussieht, haben wir hier am Actros L schön gesehen. Ich lasse ihn ganz ungern da stehen, aber lasst uns mal schauen, was die Zukunft so bringt. ...125 Jahre ist eine lange Zeit. Das wird besonders deutlich, wenn wir uns mal die technischen Errungenschaften aus dieser Zeit vor Augen führen. Vieles, von dem wir gestern geglaubt haben, dass es unmöglich sei, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Und so sitze ich hier und heute ganz selbstverständlich im ersten vollelektrisch fahrenden Actros. Und ich denke, wir werden ihn schon bald als den Urvater unserer elektrisch fahrenden Flotte bezeichnen. Denn schon 2030 sollen die Hälfte unserer Lkw elektrisch unterwegs sein. Wie er funktioniert und wie er das Transportgewerbe revolutionieren wird, das erläutert uns nun unser Experte für den E-Actros, Jean-Luc Merck. Vielen Dank an den Dirk und ich möchte euch mal den E-Actros näher vorstellen. Wo kommt der Strom rein ins Fahrzeug? Das ist ganz einfach. Wir haben hier eine Ladedose verbaut, eine CCS Typ 2. Der Fahrer macht seinen Stecker hier rein und lädt somit seine Batterien auf. 4 Batterien sind hier verbaut. Dieser LKW hat nun eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer. So, nach den Batterien werfen wir gemeinsam mal einen Blick unter die Wartungsklappe. Auch hier haben wir einige Unterschiede zum normalen Verbrennermotor. Kleiner Blick da rein, sieht man schon 2 Ausgleichsbehälter. Wir haben ja 2 Kühlkreislaufsysteme in diesem Fahrzeug. Einmal für die Batterien und eine für den Antriebsstrang. Im Hintergrund dieser beiden Ausgleichsbehälter befindet sich das Frontmodul. Im Frontmodul zum Beispiel ist verbaut die normale 2x12 Volt Batterien für das 24 Volt Bordnetz sowie ein Kompressor, ein Hochvoltkompressor für die Luftförderung, für die Bremsanlage. Das sind so die Hauptunterschiede zum normalen Dieselfahrzeug. Und nachdem wir uns die ganzen Themen angeschaut haben, würde ich vorschlagen, wir fahren eine kleine Runde gemeinsam. Wir starten nun den E-Actros. Übrigens, unser Fahrzeug ist beladen, hat ein Gesamtgewicht von 24 Tonnen und 800 Kilo. Das ist eigentlich genauso wie unser Verteilerverkehr eigentlich unterwegs ist, so tagsüber. So, beim Anfahren merkt man schon mal einen Unterschied zum normalen Diesel, konventionellen Diesel-LKW. Es ist wesentlich ruhiger beim Anfahren. Wir haben weniger Schaltvorgänge. Dieses Fahrzeug hat 2 Gänge, vorwärts wie rückwärts. Allerdings rückwärts ist die Geschwindigkeit begrenzt auf 15 km/h.
So, je nach Fahrprogramm, das man benutzt. Ich habe ja hier mehrere Fahrprogramme zur Auswahl. Einmal Range, einmal Economy oder Power, je nachdem, was nötig ist. Habe ich unterschiedliche Leistungsstufen zur Verfügung von den E-Maschinen. Ein wirklicher großer Vorteil für den Fahrer selbst, abgesehen von der Technik, das Thema Geräuschpegel im Fahrerhaus. Es ist wesentlich ruhiger, wesentlich entspannter zu fahren als jetzt verglichen mit einem Diesel selbst. Auch wiederum öffnen sich neue Möglichkeiten für die Transportmöglichkeit. Die Thematik Nachtanlieferung, die ja mit vielen Diesel-Lkw kaum möglich ist aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, nachts anzuliefern. Man muss nur eins zu beachten, vielleicht das Radio etwas leiser stellen im Fahrhaus, damit die Leute darüber nicht aufgeweckt werden. So, ihr seht jetzt hier auf dem Zentraldisplay der Energiefluss. Im Moment tun wir ja Energie rausziehen aus den Batterien. Man sieht auch anhand der Balken, die hier angezeigt werden, den momentanen Ladezustand. Ich kriege unter anderem dazu im Instrument angezeigt die noch zu erwartete Reichweite, jetzt in dem Beispiel hier unten links, so ähnlich wie beim Diesel kriege ich auch eine Reichweite. Wenn es so weitergeht wie jetzt, können wir noch mit diesem Strom in den Batterien ca. 300 Kilometer weit fahren. Ich habe auch die Möglichkeit, Strom wieder zurückführen in die Batterien. Nennt sich Rekuperation. Dafür habe ich ja meine Dauerbremse. Wenn ich jetzt diese optimal einsetze, werde ich dadurch auch viele Kilometer Reichweite wiederum in die Batterien zurückbekommen. Ich habe jetzt den Tempomat ausgeschaltet und beginne jetzt mit dem rechten Hebel, mit der Dauerbremse, meine Geschwindigkeit anzupassen. Und man sieht jetzt, dass man gerade wieder Strom zurückführe, heißt rekuperiere. Und wenn ich das optimal durchführe, werde ich auch hierdurch, wie schon bereits erwähnt, viele Kilometer an Reichweite wieder reinholen. Ein weiterer Vorteil bei diesem Fahrzeug ist diese Rollphase. Das Fahrzeug hat ein sehr gutes Rollverhalten. Wer das Thema Eco-Roll kennt, bei PowerShift zum Beispiel, da trennen wir ja den Motor vom Getriebe. Hier ist es nicht nötig, weil die E-Maschine sehr wenig Schleppleistung haben. Zwei Gänge haben wir zur Verfügung. Der erste Gang wird immer benutzt zum Anfahren und so zwischen 20 und 30 km/h, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, topografisch oder je nach Ladung, wird dann in den zweiten Gang geschaltet. So, man hat jetzt viel kennengelernt vor der Fahrt, wie der Strom reinkommt in die Batterien, wo man den Strom speichert in den Batterien, dass man während der Fahrt auch rekuperieren kann, heißt mit der Dauerbremse Strom wieder zurückführen in die Batterien. Und das Thema Antrieb befindet sich hier, unsere E-Achse, das ist eine konventionelle Antriebsachse mit einem Differential, wie es jeder kennt. Darauf montiert zwei E-Maschinen mit einem Zweiganggetriebe und das ist unser Antrieb für den E-Actros. Ich wäre soweit durch mit euch und möchte jetzt wieder zurückgeben zum Dirk. Der E-Actros, unsere Lösung batterieelektrisch für den Verteilerverkehr. Die wird noch ergänzt, der kriegt noch Brüder, nämlich den Long Haul, das heißt batterieelektrisch für den Fernverkehr. Und dann gibt es ja auch noch den Gen H2, den Wasserstofftruck. So, liebe Freunde des LKW, jetzt sind wir in der Zukunft angekommen. Hier steht sie, Gen H2 Wasserstofftruck
Und wie die Zukunft funktioniert, das erzählt euch jetzt mein lieber Kollege Roland Dold, verantwortlich für Kraftstoffe und alternative Antriebe. Ja, danke. Ich stehe hier vor dem Gen H2 Truck, einer der ersten Vertreter unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir wollen bis 2039 unsere kompletten Fahrzeuge, das Portfolio insgesamt CO2-frei stellen, haben damit schon begonnen und wir konzentrieren uns im Rahmen unserer Strategie im Kern auf zwei Technologien. Das eine sind batterieelektrische Antriebe, dominant für Verteilerverkehrsfahrzeuge wie beispielsweise den e-Actros, und wir entwickeln Brennstoffzellenantriebe mit Wasserstoff, hauptsächlich für schwere Fahrzeuge im Fernverkehr. Ein Vertreter dieses Fahrzeuges steht jetzt hinter mir. Da haben wir mit der Entwicklung begonnen und die technischen Details erläutert Ihnen jetzt meine Kollegin Frau Jacobi. Hallo, ich bin die Pia Jacobi. Ich bin bei Daimler Trucks in der Vorentwicklung zuständig für die Simulation und die Berechnung. Und ich werde Ihnen jetzt ein paar Details zum Gen H2 erklären. Der Gen H2 erfüllt die gleichen Anforderungen wie die konventionellen Fahrzeuge in Bezug auf Geschwindigkeit und Steigungswerte, das heißt auch die Leistung. Und dafür wurde der Antrieb so ausgelegt, dass wir zwei E-Motoren haben, die zusammen über 600 kW Leistung im Peak können und über 400 kW Leistung Conti. Und dieser Antrieb wird gefüttert durch zwei Energiequellen. Einmal die Batterie, die sich hier in der Mitte des LKWs befindet, mit 72 kW-Stunden, und die Brennstoffzelle, die sich hier vorne befindet, mit 300 kW. Und das Zusammenspiel der Batterie und der Brennstoffzelle wird durch eine Betriebsstrategie hinsichtlich Lebensdauer und Verbrauch optimiert. Wie das funktioniert, ist jetzt im Innenraum dargestellt und das möchte ich Ihnen zeigen. Auf diesem Display, was wir hier sehen, wird das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten dargestellt. Wir sehen beispielsweise hier, wie die Batterie den Antrieb lädt. Dazu kommt noch die Brennstoffzelle. Jetzt laden Brennstoffzelle und Batterie den Antrieb. Das ist notwendig, wenn der LKW ganz normal fährt, wenn er berghoch fährt oder wenn er einfach eine Geschwindigkeit halten muss. In dem Falle, in dem der LKW einen Berg runterfährt, sehen wir, dass die Brennstoffzelle die Batterie lädt und die Batterie zusätzlich Energie zurückgespeist bekommt vom Antrieb. Das heißt, die Batterie wird geladen. Wir sehen jetzt hier, wie der SOC der Batterie langsam steigt und die Batterie eben durch beide Seiten, Antrieb und Brennstoffzelle, geladen wird. Zurzeit befindet sich das Fahrzeug in intensiver Erprobung und bald werden wir es auf den Straßen sehen. Damit verabschiede ich mich aus der Zukunft, wünsche allzeit gute Fahrt und auf die nächsten 125 Jahre.